Albtraum Frankfurter Flughafen. Lange Schlangen im Terminal, gestrichene und verspätete Flüge, das Personal am Anschlag. Auch heute, 2 Wochen vor Sommerferienstart, liegen bei einigen Fluggästen die Nerven blank. Vor allem bei denen, die seit gestern gestrandet sind. Heute Morgen haben sie mich bei Lufthansa umgebucht. Können Sie erst morgen fliegen? Genau. Ich habe jetzt 2, 3 Tage für nichts vergeudet. Mulmiges Gefühl, ob man weg kann oder nicht. Wir haben noch Zeit bis um 3. So früh schon hier? Ja, natürlich. Warum? Ja, weil es ja geheißen hat, man soll rechtzeitig da sein. Den Fluggästen wird zurzeit viel abverlangt. Und jetzt auch noch das. Lufthansa streicht nochmal über 100 Flüge, um 360 Leerflüge machen zu können. Heißt, abheben ohne Passagiere, nur für Crews und eventuell liegen gebliebenes Gepäck. Die Airline gibt kein Interview, sondern schreibt uns. Darüber wird der Flugbetrieb stabilisiert. Denn Crew und Flugzeug werden vorausschauend an einem Zielort positioniert, um dann möglichst planbar mit Gästen an Bord wieder nach Frankfurt bzw. München fliegen zu können. Geisterflüge als letzter Ausweg. Wir fragen unseren Luftfahrtexperten Michael Immel, ob das noch vertretbar ist. Die Lufthansa und die gesamte Luftfahrtbranche ist in maximalsten Turbulenzen im Moment. Da läuft nichts mehr ineinander. Und ich glaube, das haben sich wenige Manager vorstellen können, dass wir an so einen Punkt kommen. Und jetzt wird nur noch nachjustiert, dass wir irgendwie durch diesen Sommer kommen. Die Lufthansa habe es mit dem Sparen übertrieben, sagt auch die Flugbegleitergewerkschaft UFO. Das Personal müsste die Turbulenzen jetzt ausbaden. Und über 1000 Beschäftigte säßen noch zu Hause fest mit abgelaufenen Lizenzen. Wir sprechen von Flugbegleitern, die teilweise 2 Jahre lang gar nicht eingesetzt wurden oder so selten eingesetzt wurden, dass sie Nachschulungen brauchten. Und aufgrund der Pandemiemaßnahmen war natürlich das Schulungsangebot begrenzt. Aber auf all diese Umstände haben sowohl die Betriebsräte als auch die Gewerkschaft bereits letztes Jahr hingewiesen. Das haben die Arbeitgeber wohl ignoriert. Auch Fraport hat rund 4000 Stellen abgebaut und sucht jetzt händeringend neue Arbeitskräfte. Leiharbeitende aus der Türkei sollen Abhilfe schaffen. Bis wann sie eintreffen, ist noch unklar. In 2 Wochen beginnen die hessischen Sommerferien. Für die Urlauber heißt es einfach weiter Nerven bewahren. Ja, und auch ganz wichtig als Flugreisender, die eigenen Rechte zu kennen. Frage deshalb an Kairo Dekra, Anwalt für Reiserecht. Was raten Sie Menschen, die kurz vorm Flug feststellen müssen, der ist storniert? Welche Rechte hat ein Reisender dann? Ja, einen Flug kann man nicht einfach so stornieren, wenn der bestätigt war. Hier gilt es, sofort Kontakt zur Airline aufnehmen und einen Ersatzflug einfordern. Dazu ist die Airline nämlich dazu verpflichtet, aufgrund der EU-Fluggastrechte, aber auch aus Vertrag. Und wenn das Ganze eine Pauschalreise ist, dann natürlich den Reiseveranstalter auffordern, hier den Vertrag zu erfüllen. Und wenn man nicht mehr fliegen will, kriegt man das Geld zurück, oder? Ja, wenn man nur den Flug jetzt gebucht hat bei der Airline und die sagt, na, der Flug kann heute nicht gehen, sondern erst morgen oder übermorgen, dann kann man als Fluggast sagen, nee, daran habe ich kein Interesse, ich möchte gefälligst bitte meinen vollständigen Ticketpreis erstattet haben. Und wenn ich, sagen wir mal, 3 Tage später fliege, bekomme ich dann zusätzlich noch eine Entschädigung dafür, dass das alles anders gelaufen ist als geplant? Ja, das ist durchaus möglich. Es gelten die EU-Fluggastrechte, also die gelten zum Beispiel für alle Flüge, die ab der EU starten. Und wenn ein Flug annulliert wird, große Verspätung hat oder auch überbucht ist, dann kann man als Passagier eine sogenannte Ausgleichszahlung fordern. Das ist ein Betrag zwischen 250 € und 600 €. Das hängt von der Flugstrecke ab. Und diesen Betrag kriegt man zusätzlich zum Ersatzflug. Aber man muss als Passagier auf den Tisch hauen und diesen Betrag einfordern bei der Fluggesellschaft, denn so freiwillig machen die das Portemonnaie nicht auf und geben das dann einer am Flughafen. Da darf man nicht drauf hoffen, da muss man wirklich sein Recht durchpochen. Aber lohnt sich, da mal eine Mail zu schreiben und auch wieder nachzuhaken. Wie ist das mit der Verspätung, wenn dann ein Flug erst mal ausfällt? Habe ich in der Zeit, bis es weitergeht, Recht auf ein kostenloses Hotel oder auf Verpflegung?
Oh ja, auch das regeln die EU-Fluggastrechte. Wenn ich auf einen Ersatzflug warte oder auch im Rahmen einer großen Verspätung, muss die Fluggesellschaft mir kostenfreie Verpflegungsleistungen anbieten, auch Getränke und, wenn das Ganze über Nacht geht, natürlich auch ein kostenfreies Hotel zur Verfügung stellen und auch den Transfer dorthin. Das gilt immer dann, wenn der Flug ab der EU geht oder für Flüge von einem Drittstaat zurück in die EU mit einer EU-Fluggesellschaft. Mein Beispiel, man fliegt von der USA zurück nach Frankfurt und sitzt in einer Lufthansa-Maschine. Auch dann gelten die EU-Fluggastrechte. Zusammen mit dem Flugchaos gibt es ja auch noch ein Kofferchaos. Sie selbst waren neulich am Flughafen, haben uns ein Bild mitgebracht. Unheimlich viele herrenlose Koffer. Viele Koffer kommen gar nicht da an, zumindest nicht gleichzeitig mit dem Passagier. Was muss ich denn tun, wenn mein Koffer nicht da ankommt, wo ich ankomme? Ja, beim Gepäck herrscht leider gerade Chaos. Wenn das Gepäck weg ist, sofort am Flughafen eine Verlustmeldung machen beim Lost-and-Found-Schalter und auch direkt bei der Airline. Die haben ja auch oft eigene Schalter. Und wenn man im Rahmen einer Pauschalreise unterwegs ist, auch dann sofort diesen Kofferverlust anzeigen. Dann wird weltweit danach gesucht. Und ganz wichtig ist es, den Kofferschnipsel, dieses Label, was man da immer bekommt, wenn man den Koffer aufgibt, aufzubewahren. Das ist der Nachweis dafür, dass man den Koffer überhaupt aufgegeben hat. Und um in die ersten Tage im Urlaub klarzukommen ohne Koffer, darf man sich ja auch Zahnbürste und so Sachen kaufen. Aber wie ausgiebig darf denn dieses Notfall-Shopping sein? Ausgiebig nicht, sondern zurückhaltend. Also man darf sich notwendige Ersatzkleidung kaufen. Es hängt ein bisschen von der Reiseart natürlich ab, mit der man unterwegs ist. Ein Badeurlaub ist etwas anderes als eine Kreuzfahrt zum Beispiel. Also da darf man sich dann Ersatzkleidung kaufen, auch notwendige Hygieneartikel, aber bitte unbedingt zurückhaltend. Man hat eine Schadensminderungspflicht und außerdem gelten auch Haftungshöchstgrenzen gegenüber der Airline. Die muss maximal 1.400 € so ungefähr ersetzen. Aber man darf jetzt nicht losgehen und für 1.400 € einkaufen. Das ist nur ein Maximalbetrag. Also wirklich je nach Einzelfall zurückhaltend Ersatzkleidung beschaffen. Aber gut zu wissen, dass man sich was kaufen kann. Vielen Dank für Ihren Rat, Herr Rodekra. Dankeschön. Also, wer von einer Flugstornierung betroffen ist, sollte wissen, er oder sie hat Anspruch auf Erstattung des Ticketpreises oder muss wirklich einen neuen Flug angeboten bekommen. Dazu noch kann es, das hat Herr Rodekra gerade erklärt, je nach Verspätung sogar ein paar hundert € an Entschädigung geben, muss man aber vehement einfordern. Und auch für fehlende Koffer, das haben wir eben auch gehört, wird man in gewissen Grenzen entschädigt.